Ein Dorf, Autos, die man fahren kann. Eine Küche, eure Fragen, neue Sachen, unsere Mitarbeiter haben sich verändert. Leute, es war zwar ein ruhiger Monat, aber ich habe trotzdem Sachen, die ich euch zeigen kann. Somit, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist W, Beta-Tester von Coaster Galaxy World und ich nehme euch mit in die dritte Folge von Behind the Gears. Und wenn man falsch positioniert ist, vielleicht auch nass werden kann. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja auch. Die machen auch ihre Arbeit, so wie sie es sich gehört. Aber einer sticht raus. Somit ist dieses Jahr Coaster Galaxy World 9 Jahre alt geworden. Irgendwie was dazu sagen darf. Ey, Leute, macht... Starten wir mit Sache Nummer 1, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Hier steht ein Dorf. Und ich weiß nicht, warum ich das bisher noch nicht erwähnt habe, aber hier steht einfach ein Dorf. Und hier ist zum Beispiel auch ein Haus begehbar. Wenn wir zum Beispiel in dieses Haus reingehen, beziehungsweise vielleicht auch in diesem Haus wach werden, können wir sogar ein Auto, was in der Nähe steht, direkt mitnehmen und in Richtung des Parks fahren. Ich würde mal sagen, das machen wir mal direkt und schauen uns da mal ein bisschen was im Park an. Fahren wir mit unserem doch teilweise älteren Auto mal herum. Können wir hier schön durchs Dorf hindurchfahren, über Brücken drüber und kommen hier an den Kreisverkehr. Links diese große Straße, ich glaube, da wird abends und morgens echt ein bisschen was los sein. Und wir können uns aber auch überlegen, wollen wir auf den Besucherparkplatz fahren, der für unsere ganzen Besucher eine sehr große Auswahl an Parkplätze überlässt. Oder gehen wir doch in Richtung des Mitarbeiterparkplatz? Und ich würde sagen, heute, wir als Mitarbeiter, fahren natürlich auf den Mitarbeiterparkplatz und schauen mal, was wir heute so im Park noch für neue Sachen sehen und vielleicht alte Sachen, die ich euch bisher noch nicht gezeigt habe. Ach, ich mag unseren Mitarbeiterparkplatz. Klein, aber fein. Und durch diesen Parkplatz kommt man auch direkt in den Park rein, beziehungsweise in den Backstage-Bereich vom guten Ära-Park. Ich glaube, das ist so ein Bereich, das würde man gerne in vielen Freizeitparks gern sehen. Und hier haben wir ihn. Ist da noch ein bisschen leer. Aber unser Golfcaddy steht da. Und ich würde sagen, wir nehmen dieses Golfcaddy und fahren mal noch zum neuen Restaurant hin. Ich habe gehört, da steht noch so was aus, was ich euch letztes Mal noch verschwiegen habe. So, da sind wir dann auch schon am Restaurant angekommen. Wir gehen mal wieder rein. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was getan. Hier ist ein Geländer dazugekommen und auch eine Schiene. Also hier drin werden die Menschen auch natürlich wieder reinkommen können. Ich habe euch bisher nur das Interieur gezeigt. Oder auch hier diesen Steg, wo man schön den Splash vom Power Splash beobachten kann und anschauen kann. Und wenn man falsch positioniert ist, vielleicht auch nass werden kann. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja auch? Ich weiß nicht wieso. Hehe. Ich habe euch aber das hier noch nicht gezeigt. Wir haben hier natürlich eine Theke. Ist ja klar. Irgendwoher muss ja das Essen kommen. Und irgendwer muss auch das Essen machen. Ihr könnt ab sofort einfach mal hinter die Theke gehen. Beziehungsweise ab sofort. Ihr könnt hier hinter die Theke gehen. Zum Beispiel mal. Holen wir uns mal eine Pommes. Da unten lagern sie. Machen wir mal 2 Portionen. So. Und diese auch mal ein bisschen frittieren. Oder, komm, wir brauchen jetzt mal 2 Burger. Also holen wir uns 2. Wir machen jetzt einfach mal 2 Menüs. Legen hier 2 Burger drauf. Das heißt, wir können hier schon mal auch da ist es. 2 Bretter vorbereiten. Die Leute wollen natürlich auch was zum Trinken. Also gibt es hier einmal eine
Fanta. Ah, füllt sich schon. Perfekt. So. Die können wir auch direkt schon mal hier hin platzieren. Und ein... Ach komm, nehmen wir noch einen Eistee. So. Und können platzieren das mal hier drüben drauf. Dahin. So. Die Patties sind fertig. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier einmal eine Box. Holen uns einen Boden. Nein, nicht noch eine Box. Sondern ein Boden. Tun den rein. Dann habt ihr hier so wunderschöne Anzeigen, wie ihr was belegen müsst. Also nehmen wir jetzt mal ein Patty. Legen das hier drauf. Wir machen jetzt mal hier eine Scheibe Käse mit drauf. Ein Salat. So. Und ich glaube, das hier ist ein bisschen Ketchup. So. Und dann noch den Deckel drauf. Und zuklappen. Mitnehmen. Dasselbe können wir jetzt mal nochmal mit einem anderen Burger machen. Also, selbes Prinzip. Wir brauchen den Boden. Die Punkte sind noch ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass die noch ein bisschen angepasst werden. Sodass die ein bisschen besser passen. So, wir machen jetzt mal hier den. Das heißt, da kommt jetzt ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Kommt ein Salatblatt drauf. Kommen Zwiebeln drauf. Kommt ein Käse drauf. Kommt die Mayonnaise drauf. Und ein Deckel. Deckel drauf. Zuklappen. Und ab damit. Also ihr sollt im Prinzip am Ende hier wirklich auch dann die Leute bedienen können. Sodass... so, dann ist es nämlich weg. Sodass es hier auch ein bisschen mal was anderes zu tun gibt. So. Wir haben uns jetzt das Restaurant angeschaut. Wie wär's, wenn wir uns mal erkundigen, wie es unseren Mitarbeitern so geht? Schauen wir doch mal nach bei denen. Also, gehen wir raus und fahren mal ein bisschen rum. Let's go. Schauen wir uns unsere Mitarbeiter an, denn unsere Mitarbeiter haben jetzt eine neue Arbeitskleidung bekommen. Und ich muss sagen, die hat was. Sieht recht schick aus, aber ja, unsere Mitarbeiter sind zwar nett und gut, die machen auch ihre Arbeit so, wie sie sich gehört, aber einer sticht raus. Und der befindet sich, lasst ihn mal suchen. Wir suchen ihn mal ganz kurz im Park. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo versteckt er sich? Ah, da ist er. Ja, es gibt doch immer mal wieder so ein paar Animateure im Park und ich weiß noch nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Ich habe das jetzt auch erst entdeckt. Und, hi, ne? Er läuft durch den kompletten Park rum, zieht seine Dance-Moves durch und verteilt ein bisschen gute Laune. Wir haben die Küche, wir haben die Mitarbeiter. Das sind so Sachen, die relativ aktuell sind. Also gehen wir doch auch zu noch aktuelleren Sachen. Und zu unseren Attraktionen. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Der Monat war ein relativ ruhiger Monat. Aber es ging natürlich trotzdem voran. Einerseits, wir sehen hier, es geht langsam auch mit der Thematisierung vom Spinning Coaster voran. Bin gespannt, wie das am Final dann aussehen wird. Auch die Thematisierung im Power Splash ist wunderbar geworden, traumhaft. Und die Atmosphäre, ich liebe es einfach. Was sich auch getan hat, sind, dass bisher auch die Ansagen, die es in den Attraktionen gibt, ein bisschen erneuert worden sind. Und teilweise auch auf die Attraktion angepasst sind. So zum Beispiel diese Ansage hier im Freefall Tower. Liebe Gäste, unsere Uhrmacher mögen es gar nicht, wenn man sie bei der Arbeit stört. Daher bitten wir Sie, während des Anstehens auf das Rauchen zu verzichten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dear guests, our watchmakers do not like it at all if you bother them while they are working. Therefore we ask you to refrain from smoking while waiting in line. Thank you for your understanding. Oder diese Ansage hier im Power Splash. Liebe Matrosen, hier im Hafen transportieren wir sehr gefährliche Güter. Daher bitten wir Sie, auf das Rauchen im Anstellweg und während der Fahrt zu verzichten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dear sailors, here at the port we transport very dangerous goods. Therefore we ask you to refrain from smoking in the waiting area and during the ride. Thank you for your understanding. Also ich glaube, ihr merkt, in welche Richtung wir langsam kommen. Ich bin gespannt, was noch so alles kommen wird. Okay, jetzt, ich habe mir noch Notizen gemacht. Ihr hattet nämlich auch noch so ein paar Fragen, die geklärt werden müssen. Eure Fragen. Ihr habt unten in den Kommentaren viel fleißig reingeschrieben. Auf die erste Frage kann ich direkt antworten. Nein, wir wissen noch nicht, wann dieses Projekt released wird. Wir sind immer noch bei einem ungefähren Prozentstatus von 30%, wo dieser Park momentan erreicht hat. Also das wird noch ein bisschen dauern. Gut, auf die Frage antworte ich jetzt auch nicht mehr. Kommen wir zur nächsten kleinen Frage. Wie wird der Parktrain denn eigentlich eingeparkt? Genau. Können wir uns gerne mal anschauen. Ist eigentlich relativ simpel. Ihr seid im besten Fall gerade im Backstage-Bereich und bereitet euch gerade die Halle vor. Das heißt, ihr könnt reingehen und einmal das Rolltor auffahren und dann ist es auch schon wunderbar schon vorbereitet. Jetzt braucht ihr nur noch einen Zug. Wir nehmen mal, ja, den nehmen wir mal und machen den komplett leer. Sobald wir den leer haben, fahren wir mit dem in Richtung der Halle und halten aber noch mal kurz davor an. So, sobald wir das geschafft haben, momentan, hier ist noch so ein grüner Klotz in der Luft. Da wird natürlich auf jeden Fall noch was Richtiges hinmodelliert. Aber da klickt man einmal drauf und dann verstellt sich die Weiche und man kann mit dem Zug hineinfahren. Man darf nur nicht vergessen, am Ende wieder die Weiche umzustellen, damit unsere Kollegen auch um die Garage bzw. um den Parkplatz hinwegfahren können. Und so packen wir auch schon den Parktrade ein. Das ist die ganze Geschichte dahinter. Gut, was haben wir noch? Was kommt in dieses Gebäude da? Also, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was dazu sagen darf. Ey, Leute, macht das weg. Gut, dankeschön. Regie, rausschmeißen. Dankeschön. Immer diese Videocutter heutzutage. Was erlauben die sich? Egal, das waren eure Fragen. Wenn ihr mehr Fragen zu diesem Projekt habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir auf jeden Fall durch und dann gucken wir mal, was wir so in den nächsten Folgen vielleicht noch auch auf eure Fragen eingehen können. Jetzt gehen wir zu einem Thema, was relativ erfreulich ist. Es gibt was zu feiern. Und bevor ich zu einer Erklärung komme, jedes Coaster Galaxy World Teammitglied, genauso wie allgemein Member und Leute, die das verfolgen, wissen wahrscheinlich schon, um was es geht. Der 22. Februar ist für uns immer ein Datum, wo uns ein bisschen das Herz aufgeht. Denn der 22. Februar ist der Geburtstag von CGW. Somit ist dieses Jahr Coaster Galaxy World 9 Jahre alt geworden. Das ist eigentlich echt brutal. Deswegen auch jetzt von meiner Seite aus. Herzlichen Glückwunsch, liebes Coaster Galaxy World Team. Beziehungsweise, ich glaube, großteils, Dennis hat damals das gegründet und allgemein, ich find's krass, dass ihr immer noch so durchzieht und dieses Projekt auf diesem Standard gebracht habt. Ich find's brutal und bin auf jedes weitere neue No Limits Projekt echt gespannt, was da so kommen wird. Apropos, was so kommen wird. Wisst ihr eigentlich noch so, was schon so alles existiert ist?
das war's aber auch schon leider für diesen Monat mit der Folge von Behind the Gears. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und ich werde auf jeden Fall entweder drunter kommentieren oder es auf jeden Fall mit ins nächste Video mit reinnehmen. Ich bin gespannt, was ich euch in der nächsten Folge zeigen werde und ich hoffe, ihr genauso. Also, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein, bis dann und ciao.